Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute den Test der Garmin Instinct Crossover. Vielmehr möchte ich hier meine Erfahrungen wiedergeben, die ich jetzt hier in den letzten 4 Wochen gesammelt habe. Die Uhr habe ich von Garmin hier als Review-Gerät zur Verfügung gestellt und möchte es hier aus Transparenzgründen erwähnen. Wie es der Name schon vermuten lässt, Crossover, es ist eine Kreuzung zwischen einer analogen Uhr und einer digitalen Uhr. Das heißt also, die Garmin Instinct Crossover kommt hier mit analogen Zeigern. Die Uhrzeit wird auch entsprechend mit analogen Zeigern angezeigt, während ihr im Hintergrund ein Display habt, was euch weiter Dateninformationen zur Verfügung stellt. Die Zeiger selbst haben aber nicht nur die Funktion, hier die Uhrzeit anzuzeigen. So habt ihr zum Beispiel, wenn ihr laufen geht, die Möglichkeit, euch die Herzfrequenz anzeigen zu lassen. Diese werden dann entsprechend mit den Zeigern hier angezeigt, was für eine Herzfrequenz aktuell herrscht. Ein großer Vorteil, was die analogen Zeiger angeht, ist natürlich einmal die Ablesbarkeit der Uhrzeit, wie im klassischen Sinne, als auch dann, wenn ihr nachts schlaft, beziehungsweise wenn es dunkel ist, habt ihr eine Reflexion und könnt die Uhr, wie ihr es von den alten analogen Uhren noch von damals kennt, entsprechend ablesen und müsst hier kein Display aktivieren, beziehungsweise keine Displayhelligkeit blendet euch hier in der Nacht. Das Display selbst löst mit einer Auflösung von 176 x 176 Pixel auf und ist hier im klassischen Schwarz-Weiß gehalten. Das Design des Displays erinnert doch ganz stark an die Garmin Instinct 1 und 2 und da würde ich auch sagen, das ist tatsächlich so eine Mischung aus analoger Uhr und Instinct 1 und 2. Geschützt wird das Display einerseits über Powerglas, aber auch dadurch, dass dieser Formfaktor mit der etwas erhobenen Uhr besteht, habt ihr auch einen gewissen Schutz, was das Display angeht. Die Uhr selber ist dann auch mit einem MIL STD 810 Standard zertifiziert bzw. bis 100 Meter wasserdicht und das Ganze hier im Thermal Shock Water, wie es so schön auf Englisch heißt. Dies bedeutet einfach, dass die Uhr hier extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden kann, ohne dass es hier eine Beschädigung gibt. Man kann also sagen, die Uhr mit seiner Größe von 45 mm und 65 Gramm Schwere ist eine vollumfängliche, robuste Multisportuhr, die ihr wirklich auch draußen im Einsatz einsetzen könnt. Die Uhr selber erscheint dann auch in 3 verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt hier die normale Standardversion getestet. Das Ganze gibt es dann aber auch nochmal in der Solar- und in der Taktik-Version. Die Solar-Version hat dann einfach nochmal ein Solarmodul verbaut, was natürlich hier den Akku während der Sonneneinstrahlung auflädt. Bei der Tactical-Version kommt da oben drauf hinzu, dass ihr dann auch noch einen Tarnmodus habt. Das heißt also, ihr könnt das Ganze hier tarnen, dass eure GPS-Daten nicht getrackt werden bzw. nicht angezeigt werden. Aber auch dann hier die Möglichkeit, eine Nachtsichtbrille zu nutzen, bzw. das Ganze wird hier unterstützt. Und eine sogenannte Kill-Switch-Option ist ebenfalls vorhanden. Das bedeutet einfach, wenn ihr jetzt irgendwie in Not seid und hier die Daten ja vernichtet werden müssen, gibt es hier dann die Option, das Ganze hier an der Uhr durchzuführen. Dann werden alle Daten komplett auf der Uhr gelöscht und sind nicht mehr nachträglich ablesbar. Die Uhr selbst wird dann über 3 Tasten links bzw. 2 Tasten rechts bedient. Ein Touch-Display ist hier entsprechend nicht verbaut. Die Garmin Instinct Crossover bietet auch wieder wie alle Garmin-Uhren ein Schnellmenü bzw. Schnellauswahlmenü. Das heißt, wenn ihr ganz oben links die Taste länger drückt, dann kommt ihr in ein Auswahlmenü hinein, das ist ein Rad. Und hier könnt ihr dann auch diverse Apps schon direkt auswählen. So habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, hier ein Telefon zu suchen, die alternativen Zeitzonen abzurufen. Ihr habt danach die Option, dann je nachdem, wo ihr unterwegs seid, in welcher Region, da Zeitzonen zu hinterlegen. Das bekommt ihr entsprechend hier angezeigt. Aber auch eine Möglichkeit, hier eine Taschenlampe zu nutzen. Bei der Taschenlampe ist aber so, dass es nicht so ist wie bei der Phoenix 7X, die auch eigenes LED-Licht verbaut hat. Nein, hier wird dann das Display benutzt bzw. Displayhelligkeit und hier könnt ihr ganz rudimentär dann, wenn ihr was sucht, ja die entsprechend nutzen. Aber großes Ausleuchten ist mit dieser Taschenlampe dann hier nicht möglich. Im Bereich der Smart Notifications habt ihr mit der Uhr die Möglichkeit, wenn jetzt Nachrichten auf euer Handy eingehen, diese hier auf die Uhr zu lesen. Was an dieser Stelle aber nicht möglich ist, ist dann auf Nachrichten antworten. Das könnt ihr dann weiterhin nur über das Handy. Ebenfalls gibt es bei der Garmin Instinct Crossover dann auch eine Musiksteuerung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier auf dem Handy Musik hört, über Kopfhörer, dann könnt ihr das Ganze hier steuern. Was es leider an dieser Stelle nicht gibt, ist Offline-Musik. Das ist jetzt nicht so wie bei zum Beispiel Phoenix-Uhren, Apex-Uhren, dass ihr hier zum Beispiel bei Spotify, Deezer oder Amazon Music hier Offline-Musik mitnehmen könnt. Nein, das geht mit der Garmin Instinct Crossover an dieser Stelle nicht. Was bei den neuen Garmin-Uhren im Widget-Bereich natürlich auch nicht fehlen darf, ist dann hier auch eine Wetterprognose. Und so bekommt ihr bei der Instinct Crossover auch die Wetterprognosen für die nächsten Stunden bzw. auch für die nächsten Tage angezeigt, aber auch dann hier, wie die Regenwahrscheinlichkeit in den nächsten 12 Stunden wird. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass hier ein barometrischer Höhenmesser verbaut ist, hier eine Unwetterwarnung einzustellen. Da könnt ihr einstellen, ab welchem Hektopascal das Ganze hier ausgelöst werden soll. Dann bekommt ihr hier eine Warnung auf die Uhr. Das ist gerade da praktisch, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid oder im Wald. So habt ihr das Ganze im Überblick, wenn hier ein Unwetter aufzieht.
Ebenfalls gibt es natürlich wieder ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget, wie es der Name schon sagt. Hier seht ihr dann, wann die Sonne auf und untergeht. Das könnt ihr auch dann ja in der Zukunft anschauen, aber auch die Dämmerungszeiten werden hier angezeigt. Darüber hinaus ist nativ bei der Garmin Instinct Crossover dann auch noch ein Mondphasen-Widget verbaut. Hier könnt ihr dann sehen, wann die Mondphasen ab und zunehmen, und so habt ihr das Ganze hier auch immer im Überblick. Ebenfalls ist natürlich bei der Garmin Instinct Crossover auch noch ein Kompass verbaut. Das Ganze könnt ihr hier im ABC-Widget aufrufen. Und hier ist natürlich interessant, wenn ihr dann unterwegs seid, einen bestimmten Wegpunkt findet oder ja irgendwas Bestimmtes, hier auch die Position zu speichern. Wenn ihr ganz lange oben rechts auf die Uhr drückt, dann bekommt ihr dann auch das Feld, beziehungsweise wird die GPS-Daten aufgerufen und die Position gespeichert. Und hier könnt ihr dann auch individuell einstellen, einmal mit der Benamung als auch mit einem Symbol, was die Position hier entsprechend heißt. Was dann ebenfalls nicht fehlen darf, ist natürlich dann auch ein Temperaturmesser, und so hat auch die Garmin Instinct Crossover die Möglichkeit, hier die Temperatur zu messen. Wie bei Garmin jetzt auch schon zum Standard, ist auch die Garmin Instinct Crossover hier an den Garmin Connect IQ Store angebunden. Das heißt also, ihr könnt die Uhr hier um einige Funktionen erweitern. Es ist nicht so umfangreich wie jetzt bei den Phoenix Uhren, aber einige Apps, die auch auf der Instinct 2 oder Instinct 1 laufen, laufen hier auf der Instinct Crossover. Und natürlich habt ihr dann auch die Option, hier die Zifferblätter zu erweitern, beziehungsweise Drittanbieter können dann auch hier Zifferblätter zur Verfügung stellen. Und so habt ihr auf jeden Fall nochmal eine größere Auswahl an Zifferblättern für die Garmin Instinct Crossover. Was das Fitness-Tracking angeht, gibt es auch hier wieder die Stressmessung bzw. Garmin Body Battery, aber auch Schrittzähler bzw. einen Etagenzähler und ein Kalorienzähler mit aktiven und passiven Kalorien dürfen an dieser Stelle hier nicht fehlen bzw. runden das Gesamtbild ab. Das Ganze wird dann auch sehr schön in der Garmin Connect angezeigt bzw. aufgearbeitet. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt eine Schritt-Challenge mitmachen wollt oder gegen andere antreten wollt, diese hier durchzuführen. Aber auch wenn ihr sagt, ich möchte hier Kalorientracking betreiben, so habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, mit MyFitnessPal das Ganze durchzuführen. Das Ganze wird dann mit Garmin Connect synchronisiert und ihr bekommt es dann in der Garmin Connect App dann auch sehr gut angezeigt, was dann eure Differenzkalorien sind. Natürlich ist das Schlaftracking auch ein wichtiger Bestandteil der Erholung bzw. der Regeneration. Deshalb ist natürlich bei allen Sportuhren oder meistens bei allen Sportuhren auch das Schlaftracking dabei. Das ist natürlich hier bei der Garmin Instinct Crossover ebenfalls so. So bekommt ihr im Detail angezeigt, was eure REM-Schlafphasen waren, Tiefschlafphasen, aber auch die Wachphasen. Das Ganze ist dann hier aber in schwarz-weiß gehalten. In der App auf Garmin Connect wird das Ganze dann nochmal ein bisschen besser angezeigt, beziehungsweise man kann die Daten hier besser einsehen. Das Schlaftracking hat sich ja schon, wie ich in vielen Videos gesagt habe, bei Garmin deutlich verbessert. Auch bei der Garmin Instinct Crossover ist es der Fall. Hier wird bis auf eine kleine Abweichung von 5 bis 10 Minuten hier die Zeiten erfasst. Natürlich ist das, was REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen etc. angeht, das kann ich natürlich nicht so genau verifizieren. Ich kann wirklich nur die Aufwachzeiten hier wirklich tracken, beziehungsweise kann da auf die Uhr schauen und da passt es so halbwegs. Alles andere ist natürlich im Schlaflabor genauer, aber für einen groben Richtwert ist das wirklich sehr hilfreich. Und das wirkt sich natürlich auf die Erholungszeit bzw. dann auch hier auf die Body Battery aus. Darüber hinaus haben wir dadurch, dass wir hier einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut haben, auch die Möglichkeit, unsere Herzfrequenzvariabilität während des Schlafes zu messen, der sogenannte HRV-Status, wie es bei Garmin heißt. Dieser zeigt euch an, wie gut ihr euch dann auch in der Nacht erholt habt. Das heißt also, wenn die Herzfrequenzvariabilität gut war, dann konnte sich euer Körper sehr gut erholen. Ist diese nicht so gut, dann ja, habt ihr jetzt vielleicht gut geschlafen, aber euer Körper insgesamt hat hier keine gute Regeneration durchgeführt. Und hier gibt es natürlich auch negative Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Alkohol ist ein Einflussfaktor, aber auch eine unruhige Nacht durch Kinder kann es sein, dass die Herzfrequenzvariabilität schlecht ist. Und wenn ihr ein schweres Workout gemacht habt, kann das auch negativ sich auf die Herzfrequenzvariabilität auswirken. Neben den klassischen Fitness-Widgets haben wir natürlich ja auch Sport-Widgets verbaut. Das ist ja eigentlich auch ein Hauptgrund, warum man sich dann auch eine Multisportuhr kauft. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei der Garmin Instinct Crossover euch den Trainingszustand anzeigen zu lassen. Dieser zeigt euch einmal im Überblick an, wie euer aktueller Leistungszustand ist. Also seid ihr im Formaufbau, seid ihr im Formverlust oder in der Erholung oder seid ihr gar überlastet. Überlastet bedeutet an dieser Stelle, dass ihr dann einfach euer Workout bzw. euer Training etwas zurückfahren müsst, da der Körper ja auch sich entsprechend dem Training anpassen muss. Und so sind die Einflussfaktoren des Trainingszustands unter anderem der HRV-Status, den ich gerade eben schon erklärt habe. Das wirkt sich natürlich aus, je nachdem wie das Ganze immer ist, beziehungsweise auch eure aktuelle VO2 Max. In dem Fall ist es hier fürs Laufen, weil der Trainingszustand bezieht sich jetzt rein aufs Laufen. Das wird hier angezeigt beziehungsweise ermittelt. Aber auch natürlich dann euren aktuellen Trainingsload, das heißt also in welchem Bereich ihr gerade unterwegs seid, ob ihr viel gemacht habt, wenig trainiert habt.
weil jedes Training gibt dann hier auch gewisse Punkte, die dann aufgerechnet werden und das Ganze läuft dann über eine Spanne von einer Woche. Und wenn ihr hier über einen Trainingsbereich darüber hinaus seid bzw. zu viel gemacht habt, dann wird das Ganze hier als negativ oder bzw. als überlastend angegeben. Hinzu kommt dann auch noch die Erholung nach dem letzten Workout, die wird hier ermittelt, aber auch die Hitze bzw. Höhenakklimatisierung wird hier berücksichtigt. Und gerade die beiden letzten Werte sind auch noch interessant bzw. finden Einfluss. Bei der Hitzeakklimatisierung wird dann geschaut, wenn es über 21 Grad ist und ihr merkt dann auch, wenn es draußen heißer wird, wird es für euch erstmal anstrengender, weil sich der Körper hier anpassen muss. Das wird dann auch entsprechend berechnet bzw. findet auch Einfluss in die VO2 Max. Das gleiche ist dann auch mit der Höhe. Nur ist es hier anders, da wird dann die Höhe berücksichtigt und auch hier wird das Ganze dann in die Berechnung mit eingenommen. Die Garmin Instinct Crossover bietet auch nochmal für die VO2 Max ein eigenes Widget an. Da könnt ihr nochmal sehen, wie das Ganze fürs Laufen ist, aber auch fürs Radfahren. Beim Radfahren ist es aber so, dass ihr dann entweder für den Indoor-Bereich einen Smart Trainer braucht, der dann entsprechend die Leistung an die Uhr übergibt, oder wenn ihr Auto unterwegs seid, braucht ihr dann ein leistungsfähiges Pedal bzw. ein Leistungsmesser am Rad, das hier die Daten an die Garmin Instinct Crossover übermittelt. Und erst dann bekommt ihr dann hier an dieser Stelle einen VO2 Max Wert. Darüber hinaus bietet das Widget dann auch noch eine Laufprognose an. Da könnt ihr euch dann die Prognosen für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon anzeigen lassen. Das Ganze basiert dann auf eurem aktuellen Leistungszustand und wird dann hier entsprechend mit Zeiten angegeben, welche Zeiten ihr da erreichen könnt. Und da komme ich auch schon zu 3 Sachen, die ich auf der Garmin Instinct Crossover aktuell vermisse, die ich zum Beispiel auf den Phoenix Uhren habe oder auch dann auf den Forerunner Uhren. Ich habe die Uhr hier auf der neuesten Version getestet. Das ist in diesem Fall die Version 3.11. Wir haben jetzt Anfang Februar. Es kann also sein, wenn du das Video siehst, können hier und da manche Sachen schon behoben bzw. geändert worden sein. Ich vermisse zum Beispiel auf der Garmin Instinct Crossover aktuell noch den Morning-Bericht, den wir jetzt wie gesagt auf den Forerunner Uhren und Phoenix Uhren haben. Das ist einfach eine Übersicht, die euch morgens anzeigt, wie ihr geschlafen habt, was das tägliche Training ist, aber auch wie das Wetter entsprechend draußen gerade ist bzw. wie die Wetterprognose aussieht. Das ist an dieser Stelle jetzt zwar hier kein Game Changer bzw. Key Feature, möchte es an dieser Stelle aber trotzdem erwähnen, dass wie gesagt andere Garmin-Uhren das Ganze hier unterstützen, die Garmin Instinct Crossover aber nicht. 2 andere Widgets, die ich in der Preisklasse aber gerne gesehen hätte, ist einmal das Wettkampf-Widget. Das ist ein Widget, bei dem ihr dann einen Wettkampf hinterlegen könnt zu einem gewissen Zeitpunkt oder beziehungsweise zu einem gewissen Tag. Und hier könnt ihr auch sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel den Wettkampf erfolgreich abschließen, ich möchte also ein Ziel erreichen oder hier eine Zielzeit erreichen. Und dieses Widget gibt euch dann auch einen individuellen Trainingsplan, das euch darauf vorbereitet, zu diesem Tag dann entsprechend das Ziel zu erreichen. Dieses gibt es zum Beispiel auf der Forerunner 255, aber auch auf der Forerunner 955 und auf den Apex und Phoenix Uhren. Daher hätte ich mir das Ganze hier auch der Garmin Instinct Crossover gewünscht. Was ich auch vermisse, ist dann auch noch das Trainingsbereitschafts-Widget, das euch einfach anzeigt, wie bereit seid ihr für ein Training. Das ist gerade für Einsteiger auch sehr interessant. Hier kommen dann die Einflussfaktoren rein, wie war euer aktueller Schlaf, wie war euer Schlaf in den letzten 7 Tagen, aber auch die Erholung seit dem letzten Workout oder auch der HRV-Status bekommen hier einen Einflussfaktor, der euch einfach dann anzeigt, solltet ihr heute trainieren, solltet ihr heute nicht trainieren, das ist ebenfalls hier nicht dabei. Man hat im Netz jetzt auch schon gesehen, dass für die Instinct 2 hier einiges der genannten Punkte kommen soll. Also hier zum Beispiel der Morgenbericht soll kommen, aber auch das Wettkampf-Widget. Das wurde jetzt mit der letzten Beta-Freigabe, Release-Freigabe leider wieder rausgenommen, aber die Entwickler haben gesagt, oder beziehungsweise es gibt Einträge, dass das hier entsprechend kommen soll, aber auch für die Garmin Instinct Crossover soll das in absehbarer Zeit kommen. Es gibt hier einen Forumseintrag von einem Entwickler, der das Ganze für Q1 2023 in Aussicht gestellt hat. Wenn wir dann im Bereich der Aktivitäten gehen, so bietet die Uhr natürlich wieder die klassischen Aktivitäten wie zum Beispiel Laufen, Indoor, Outdoor, als auch Radfahren Indoor, Outdoor an. Für die beiden genannten Workouts gibt es dann hier auch tägliche Trainingsvorschläge, wobei das Ganze hier beim Radfahren nur funktioniert, wenn ihr dann auch wie gesagt ein Leistungsmesser nutzt, aber auch da bekommt dann wie gesagt Trainingsvorschläge angezeigt. Darüber hinaus könnt ihr beim Laufen dann auch eigene Intervalle erstellen oder einen sogenannten Pace Pro Plan, der euch dabei hilft, wenn ihr eine bestimmte Zielzeit erreichen wollt, diese hier durchzuführen, beziehungsweise ihr bekommt das Ganze dann geführt und ihr könnt dann gegen eure eigenen Aktivitäten antreten, die ihr schon mal in der Vergangenheit durchgeführt habt. Ebenfalls unterstützt die Uhr auch den Garmin HRM Pro Gurt, beziehungsweise auch den Garmin Pod. Dieses ist dafür da, um hier zum Beispiel Laufeffizienzwerte anzeigen zu lassen. So könnt ihr euch zum Beispiel Boden-Kontaktzeit anzeigen lassen, aber auch dann hier das vertikale Verhältnis oder die vertikale Bewegung
oder dann auch die Balance beim Laufen. Ebenfalls habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr den Pro-Gurt tragt oder den Pod, hier Wattmessung durchzuführen bzw. Wattmessung am Laufen. Das Ganze geht aber nur mit dem Gurt und nur mit dem Pod. Leider ist aktuell auch keine Unterstützung da, was die Wattmessung am Handgelenk angeht. Und das ist auch schon eine Sache, die hier auf anderen Garmin-Uhren mittlerweile ausgerollt worden ist. Und die soll ebenfalls dann mit dem kommenden Patch in Q1 23 kommen. Was leider auch nicht unterstützt wird, ist hier das Stride Foodpod, vielmehr die Stride Workout App. Also es gibt auf jeden Fall aktuell zum jetzigen Zeitpunkt noch keine App, die ihr im Garmin Connect IQ Store herunterladen könnt. Das heißt also, ihr könnt jetzt keine Trainingspläne oder Workouts, die ihr durchführen wollt, von Stride auf die Uhr übertragen und nach denen trainieren. Das geht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht. Ebenfalls unterstützt die Uhr dann natürlich auch noch Trailrunning oder auch hier Mountainbike fahren. Beim Mountainbike fahren wird dann auch noch Crit and Flow unterstützt. Hier wird dann eine Analyse durchgeführt, wie gut ihr den Berg hochfahrt bzw. die Trails abwärts fahrt. Natürlich darf dann auch nicht Wandern oder Bergsteigen fehlen, aber auch Freiwasserschwimmen oder auch hier ein Expeditionsmodus ist dabei. Letzteres zeigt immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt ein GPS-Signal auf und so habt ihr die Möglichkeit, hier die maximale Laufzeit an Workout-Tracking durchzuführen. Und natürlich haben wir auch die Option, hier Triathlon durchzuführen, aber auch Angeln und Jagen ist hier bei der Garmin Instinct Crossover dabei. Wie bei der Garmin Instinct 2 schon, könnt ihr auch hier eine Flächenberechnung noch durchführen. Da müsst ihr einfach rausgehen, wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel meinen Garten messen oder irgendwas anderes. Da müsst ihr das Ganze hier starten, das lauft ihr ab und dann bekommt ihr hier in der Uhr die Quadratmeter angezeigt. Und wie ihr es natürlich bei Garmin-Uhren hier gewohnt seid, habt ihr dann bei allen Aktivitäten auch die Möglichkeiten, die Datenfelder einzustellen. Je nachdem, welche Daten ihr angezeigt haben möchtet, ist das Ganze hier möglich. Darüber hinaus gibt es im Garmin Connect IQ Store auch noch die Option, hier weitere Datenfelder herunterzuladen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte das irgendwie anders angeordnet haben, da gibt es auf jeden Fall auch Entwickler, die hier verschiedene Datenfelder anbieten. Das könnt ihr dann, wie gesagt, hier auch auf der Garmin Instinct Crossover installieren. Natürlich haben wir wie bei der Instinct 2 auch bei der Garmin Instinct Crossover hier wieder eine Navigation verbaut. Genauer gesagt hier eine Krümmelnavigation. Ihr habt dann die Möglichkeit, zum Beispiel bei Garmin Connect eine Route zu planen. Ich habe das Ganze mal im Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal, das kannst du mal anschauen. Da kannst du dann, wie gesagt, hier eine Route planen, diese auf die Uhr übertragen. Es wird an dieser Stelle aber auch eine Schnittstelle zur Komoot bzw. zu Outdoor Active unterstützt. Da werden dann die Strecken hier direkt synchronisiert und sind hier auf der Uhr und ihr könnt danach navigieren. Und auch hier finden die Zeiger dann wieder eine optimale Position, um euch hier die Strecke zu zeigen. Wie gesagt, das Ganze ist hier eine Krümmelnavigation, es ist keine Karte verbaut. Ihr müsst hier quasi nach einem Strich laufen. Leider ist aber so, wenn ihr zum Beispiel über Komoot plant, nicht immer alle Abbiegehinweise angezeigt wird. Man kann so sagen, etwa so 2-3% der Abbiegehinweise tauchen hier nicht auf. Zwar gibt die Uhr dann eine Information bzw. eine Warnung, wenn ihr dann von der Strecke herunterkommt, ist an der Stelle aber dann ärgerlich, wenn man das Ganze hier nicht mitbekommt bzw. nicht angezeigt wird, wenn man dann abbiegen soll. Was die Abbildung der Strecke angeht, die ist an sich sehr gut abgebildet. Das heißt also, wenn ihr dann auf einer Strecke seid oder auf einer Kreuzung und dann seht ihr nur so, es geht leicht links, dann wird das Ganze auch leicht links angezeigt. Oder auch wenn es stark links geht, dann wird es auch stark links angezeigt. Oder auch so Schlängel, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, die werden auch sehr gut hier auf der Strecke bzw. auf der Navigation angezeigt. Also so habt ihr auf jeden Fall immer eine Orientierung, wo es dann lang geht, falls ihr euch dann an dieser Stelle mal unsicher seid. Leider habe ich bei der Navigation das Problem, dass mir die Uhr eigentlich bei jeder Navigation immer mindestens einmal abgestürzt ist. Das heißt also, die Uhr war dann aus, ist wieder frisch gestartet. Das Tracking geht nicht verloren, die Navigation geht auch nicht verloren, aber die Uhr macht hier einen Neustart. Das heißt also, Garmin sollte hier dringend ein Bugfixing durchführen, damit solche Sachen hier während der Navigation nicht passieren. Wenn du noch mehr zum Thema Navigation mit der Garmin Instinct Crossover sehen möchtest, beziehungsweise wenn dich das Thema mehr interessiert, ich habe das nochmal separat getestet und nochmal genauer getestet und alles nochmal genau gezeigt. Das verlinke ich dir oben mal das Video, da kannst du es dann hier nochmal entsprechend anschauen. Ein weiterer spannender Punkt ist natürlich dann hier auch die Akkulaufzeit und es ist ja so, ich habe hier die Standardversion, das heißt also, ich habe hier kein Solarpanel verbaut, das hier nochmal während der Sonneneinstrahlung hier Energie zuführt. Das habe ich, wie gesagt, an dieser Stelle nicht. Um meinen Verbrauch hier etwas einzuordnen, ich habe hier 3 Workouts in der Woche durchgeführt, die etwa 1 Stunde gelaufen sind, bei maximaler GPS-Aufzeichnung, also das Optimalste, was geht. Aber auch eine 24/7 Herzfrequenzmessung habe ich durchgeführt. Das heißt also, ich habe die Uhr auch zum Schlafen getragen und der Pulsoximeter, der ebenfalls hier in der Uhr verbaut ist, habe ich auch 24/7 laufen lassen. Und so kam ich auf einen Akkuverbrauch von etwa 0,5 bis 0,7% pro Stunde. Dies entspricht so etwa grob 6 bis 8 Tage und das ist natürlich dann entscheidend, wie nutzt ihr die Uhr. Macht ihr mehr Workouts, macht ihr weniger Workouts, tragt ihr die Uhr beim Schlafen jetzt nicht oder habt ihr zum Beispiel den Pulsoximeter ausgeschaltet.
Das sind natürlich alles Einflussfaktoren, was natürlich die Akkulaufzeit beeinflussen bzw. auch verlängern können. Hier ist natürlich die Akkulaufzeit gegenüber der Instinct 2 etwas geringer, was natürlich auch hier dem analogen Zeiger geschuldet ist, die natürlich hier auch Energie verbrauchen. Nichtsdestotrotz ist das aber eine Akkulaufzeit, die für mich mehr als ausreichend ist und die mich wirklich sehr zufriedengestellt hat. Natürlich ist hier bei Workouts dann auch die Herzfrequenzmessung interessant und so wie ich schon erwähnt habe, ist hier ja ein optischer Herzfrequenzsensor verbaut mit einem Pulsoximeter. Ihr habt mit der Garmin Instinct Crossover auch die Möglichkeit, zum Beispiel Herzfrequenzdaten zu senden. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Swift nutzen möchtet oder andere kompatible Geräte, da könnt ihr dann die Herzfrequenz von der Uhr direkt übertragen. Ich habe den Herzfrequenzsensor dann hier mit dem HM ProGod verglichen und muss auch an dieser Stelle sagen, dass ich mit den Werten wirklich sehr, sehr zufrieden war. Also auch bei einem Workout, wo ich viel gestanden bin, also ich habe da viel gefilmt, bin losgelaufen, gestanden, hat die Uhr wirklich sehr gut gegenüber dem Brustgurt angezeigt bzw. die Werte ermittelt. Ebenfalls natürlich auch so, wenn ihr einen ruhigen Lauf macht, auch da bekommt ihr dann wirklich sehr, sehr gute Werte angezeigt. Und hier kann man wirklich sagen, dass die Herzfrequenzmessung wirklich sehr, sehr gut abschneidet. Neben der Herzfrequenzmessung ist natürlich dann auch die GPS-Messung interessant bzw. wichtig und so unterstützt die Uhr hier GPS, GLONASS und Galileo. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, alle Satelliten gleichzeitig im Signal-Modus aufzeichnen zu lassen und so bekommt ihr dann auch hier ein GPS-Bild im optimalen Bereich angezeigt. Ich habe das Ganze hier mit der Apex 2 im Multiband verglichen. Multiband ist das beste GPS, was ihr hier auf dem Markt bekommen könnt. Also das ist hier multiples GPS, was dann nochmal genauer die Position ermittelt, also nochmal genauer als im einfachen System. Und nichtsdestotrotz habe ich hier im Vergleich mit der Apex 2 und der Garmin Instinct Crossover hier wirklich gute GPS-Bilder. Gerade wenn ihr auch im Wald unterwegs seid, bekommt ihr hier gute Werte angezeigt. Und natürlich im freien Feld ist das Ganze auch kein Thema, weil hier keine Abschattung stattfinden. Was die Distanzunterschiede dann zwischen der Garmin Instinct Crossover und der Apex 2 angeht, so haben wir uns immer im Rahmen von etwa 20 Meter bewegt. Das ist aber tatsächlich auch der Toleranzrahmen bzw. der Fehlerrahmen, der hier bei Satellitenmessung herrscht. Ich habe das Ganze dann auch mal auf der Tatbahn getestet, also im Freien, im inneren Bereich. Und ich muss auch sagen, dass ich hier dann auch tatsächlich die 400 Meter angezeigt bekommen habe. Das war an dieser Stelle dann hier kein Problem. Leider muss ich bei der Garmin Instinct Crossover auch noch auf ein paar Software-Bugs eingehen, die mich tatsächlich etwas gestört haben. Einerseits braucht die Uhr hier wirklich sehr, sehr lange, um Aktivitäten zu speichern. Wenn ihr jetzt hier auch speichern geht, dann dauert es wirklich eine Weile, bis das Ganze hier kommt. Da kann man natürlich sagen, okay, das läuft dann irgendwie nebenbei, das stört mich nicht. Aber auch wenn ihr Aktivitäten ladet, zum Beispiel auch jetzt hier zum Beispiel Navigation oder gegen eine Aktivität antreten wollt, das sind wirklich Zeiten, die Uhr braucht da wirklich sehr lange, um die Daten hier hochzuladen. Ebenfalls habe ich ja schon angesprochen, dass bei der Navigation hier die Uhr immer wieder abstürzt. Das kann ich auch reproduzieren. Also jedes Mal, wenn ich navigiere, stürzt die Uhr einmal ab. Dann geht es auch, aber ich weiß nicht, was da der Grund ist. Aber das, wie gesagt, passiert jedes Mal. Ihr verliert zwar nicht das Tracking, die Navigation geht auch weiter. Also da passiert auch nichts mit den Daten. Nichtsdestotrotz ist das hier ärgerlich. Dann kommt auch noch hinzu, das wird aber jetzt die meisten wahrscheinlich nicht stören, beziehungsweise nie zu Gesicht bekommen, weil sie das Problem nicht haben. Wenn ihr jetzt mehrere Garmin-Uhren habt oder mehrere Garmin-Uhren nutzt, da habt ihr dann das Problem, dass ich zum Beispiel jetzt hier bei der Phoenix 7 oder bei der Apex 2, die haben dann hier das Trainingslow dann angezeigt und das Trainingslow der Garmin Instinct Crossover ist hier komplett gelöscht worden. Das heißt, wenn ihr dann in die App hineingeht und euch dann die jeweiligen Trainingsloads anschaut, also ihr könnt das je Uhr anschauen, dann seht ihr, dass bei der Garmin Instinct Crossover das einfach weg ist und die ganze Entwicklung dann auch nicht mehr enthalten ist. Vielmehr möchte ich einfach sagen, dass die Uhr hier nicht bugfrei auf den Markt kommt und sie auch mehr Bugs hat als zum Beispiel damals die Phoenix 7, die auf dem Markt erschienen ist. Ich würde mir an dieser Stelle aber wünschen, dass man bei Garmin hier mehr die Uhren testet und auch wirklich schaut, dass hier keine Fehler auftreten oder zumindest keine fundamentalen Fehler auftreten, dass man hier ein sehr gutes Nutzungserlebnis hat. Weil insgesamt muss ich sagen, die Uhr bis auf diese genannten Punkte gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag vor allem dieses analoge trifft hier Digitales, ist wirklich sehr schön umgesetzt. Auch die Zeiger, wie sie sich da integrieren bzw. das ganze Anzeigen, ist wirklich ganz toll gemacht. Ich trage diese Uhr an dieser Stelle wirklich sehr gerne. Während mir die Instinct 2 hier nicht so ganz angesprochen hat mit dem Display, finde ich das aufgrund der analogen Zeiger doch wirklich hier sehr gut gelungen. Daher kann man schon sagen, dass man die Uhr empfehlen kann. Ich würde aber an dieser Stelle vielleicht nochmal 1-2 Monate warten. Da gibt es vielleicht auch schon dann die ersten Angebote, wo die Uhr dann günstiger ist, um hier dann auch wirklich die Features zu haben, beziehungsweise sich dann nicht hier mit den Bugs rumärgern zu müssen. Ja, ich hoffe, ich konnte hiermit einen kleinen Eindruck der Garmin Instinct Crossover geben. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles hier so stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.